Hallo ihr Lieben, ich sitze hier neben dem Bett meiner Tochter, die öfter mal nachts rausfällt. Das macht zwar nichts, weil sie hier weich landet, aber da schläft der Bruder und dann rollt sie bei ihm ins Bett und dann schreit er und wir wollen verhindern, dass sie aus dem Bett rausfällt. Es gibt diese Aufsteckbretter für hier, aber das mag sie auch nicht, weil dann stößt sie sich da, dann schreit sie. Deshalb dachte ich mir, nähe ich ihr einen Hausverschutz. Ich hatte schon mal einmal was versucht, wo ich ihren Stoff rumgemacht habe und nur mit Druckknöpfen festgemacht habe. Da haben sich aber jedes Mal die Druckknöpfe gelöst. Wenn sie sich dagegen gelehnt hat, dann sind die Druckknöpfe aufgegangen und dann hat es auch wieder nichts gebracht. Außerdem mochte sie das nicht, weil sie nicht durchgucken konnte. Deshalb habe ich mit ihr jetzt besprochen, dass ich hier rechts und links Stoff drum mache und in der Mitte ein Netz, also ein Netzstoff, sodass sie durchgucken kann und ihren Bruder sehen kann. Ich glaube, das war so das Problem, dass sie sich da so wie in so einem Kasten, wie in so einem Gefängnis eingeengt fühlte, weil sie hier eben nichts mehr sehen konnte. Deshalb werde ich dann einen Netzstoff dazwischen nähen. Und ich habe teilbare Reißverschlüsse geholt in 40 cm Höhe. Das ist sicherlich zu hoch. 40 cm geht bis hier. Dann kann man das so hoch, kann man es zumachen, wenn man möchte. Zum Beispiel, wenn die sich vielleicht eine Höhle bauen wollen oder was, dann kann ich es hochziehen. Man kann das ja in der Höhe verschieben. Mit dem teilbaren Reißverschluss möchte ich es eben anbringen können und abmachen können, wenn man es nicht mehr möchte. Man kann das ja hier in der Höhe so dran hoch und runter schieben. Es soll also auf Spannung sein, dass es nicht von alleine runterrutscht. Und dass, wenn sie sich dagegen rollt, dass es sie hält, dass es nicht ausleiert und sie dann einfach durchrutscht. Hier muss sie die Reißverschlüsse schon noch zukriegen können. Ne? Ich überlege, wo die geringere Gefahr ist, dass die Kinder dran rumspielen. Von innen ist die Gefahr geringer, weil wenn die hier spielen, dann kommt man da schon mal schnell, denkt man, oh schön, ein Reißverschluss. Also werde ich die wohl eher von innen zumachen, aber das kann ich ja dann rumdrehen, wie ich es nachher möchte. Ich möchte nur überlegen, dass ich sie von oben nach unten schließe, also oben einhängen und dann nach unten zumachen, weil sonst, wenn da oben so ein Zipper rumbaumelt auf der Höhe, dann denken die, oh, ein Zipper und ziehen ihn wieder runter. Es ist viel leichter, einen Reißverschluss runterzuziehen, als unten hier zu suchen, da unten ist irgendwo ein Zipper und den dann hochzuziehen. Deshalb denke ich, werde ich das so rum machen, dass innen ich von oben nach unten den Reißverschluss zumache. Soweit der Plan. So, Höhe 40 cm ist mir ja vorgegeben von meinem Reißverschluss, den ich mir so geholt habe. Also 30 wäre sicherlich auch ausreichend. 20 fände ich vielleicht etwas knapp. 30 wäre gut. 40 habe ich jetzt. Also mache ich 40. In der Breite ist unser Bett jetzt hier. Das hat einen Abstand von 1,20. Also die Matratze ist auch 1,20. Viele Kinderbetten sind 1,40. Da müsst ihr mal gucken. Unseres ist jetzt hier ein 60 x 1,20 Bett. Aber dann muss der Stoff ja noch hier rum. Und dann will ich hier so auf der Höhe irgendwann dann den Reißverschluss festmachen. Ich sag mal so bei 30 cm will ich vielleicht dann den Reißverschluss einhaken, zumachen. Und dann haben wir schon bis hier rüber, naja, einmal komplettes Maßband. Dann kann ich mir einfach das Maßband nehmen. Dann sind am Ende vom Maßband, das ist hier bei 1,33 und 30. Und dann werde ich dadurch, dass der Netzstoff ja sehr weich ist und nachgebend, werde ich auf jeden Fall ein Gurtband befestigen, oben und unten annähen, sodass sich oben und unten auf jeden Fall nicht dehnen können. In der Mitte könnte dann ein Sack entstehen, unpraktischerweise. Muss ich mir gleich mal das Material angucken, wie gut das so funktioniert. Genau, mein Maßband selbst ist insgesamt, naja, das endet hier bei 1,50 die Skala. Und dann haben wir nochmal 10 cm. Also das ist so 1,60 lang in meinem Fall. 1,60 lang. Und bei 1,33 hatte ich jetzt gesagt. Und bei 30 möchte ich dann die Reißverschlüsse annähen. So soll das werden. Also ich habe gerade mal in meine Bänderkiste reingeguckt. Ich habe noch einiges an Schrägband, aber erstens ist Schrägband ja immer so ein bisschen dehnbar, das ist ja der Sinn der Sache. Also jetzt nicht so super, so auf Zug, aber die Kurven, ne? Und wenn ich es annähen würde, müsste ich es ja auf die Mitte klappen. Und ich habe hier so einen Netzstoff. Und wenn ich bei dem jetzt hier
die Kante einfassen will, ist mir das ein bisschen zu knapp hier. Also dass ich da wirklich diese Löcher erwische beim Nähen. Ja, dass mir das dann nachher nicht da rausrutscht. Also Schrägband möchte ich eigentlich eher nicht verwenden. Dann habe ich hier noch alle möglichen... Es geht ja hauptsächlich darum, dass es nicht dehnbar ist. Da muss nichts irgendwie super stabil sein. Also zum Beispiel Gurtband brauche ich jetzt nicht unbedingt, sondern irgendein Band, irgendein Webband, was nicht dehnbar ist. Zum Beispiel reicht auch so ein Ikea-Sack-Ding. Meins ist jetzt hier nicht lang genug. Außerdem finde ich es jetzt auch nicht sonderlich hübsch. Also für ein Kinderzimmer, weiß nicht, an so einem Rucksack kann man sowas mal annähen. Aber für ein Kinderzimmer finde ich es jetzt nicht so angebracht. Dann habe ich hier noch so ein Satinband, das würde schon mal gehen. Das ist auch super undehnbar. Das könnte ich dann eben da einfach aufnähen, einseitig. Das wäre eine Option für genug Länge. Dann habe ich hier noch alle möglichen Geschenkbänder, würde ich mal sagen. So damit man ein Geschenk einwickeln kann. Das war sicherlich mal um ein Geschenk drum. Da muss ich mal gucken, wie lang das ist. Ein bisschen werde ich hier Verschnitt haben. Na, das Grüne wäre schon mal richtig gut. Wenn ich das erstmal angenäht habe, da dehnt sich nicht viel. Minimal. Das wäre, glaube ich, ausreichend. Meine Tochter hat sich diesen Stoff ausgesucht. Das ist eine alte Bettwäsche, eine alte Kinderbettwäsche, da sind noch Elefanten drauf und Herzchen. Da wird man natürlich nicht mehr viel von säen, weil das geht ja nur hinten dann um das Bettgestell rum. Dann sieht man da nicht mehr viel von. Und dann eben diesen Netzstoff. Den habe ich noch von einem, ich habe mir mal einen Ultraleicht-Rucksack genäht. Da habe ich diesen Netzstoff noch übrig. Der ist natürlich auch nicht mehr groß genug. Da werde ich stückeln müssen. Da werde ich eine Nahtstelle in der Mitte haben müssen. Der ist, in diese Richtung ist der nicht dehnbar. Stelle ich gerade fest. Und es muss ja nur durchgucken können. So, ne? Nach hier ist er sehr recht elastisch, nach hier weniger. Genau, das sollte reichen. Dann muss ich hier durchschneiden. Muss ich natürlich auf 80 cm Höhe kommen dann. Mal schauen. Hier sind meine Reißverschlüsse. Oh, das wird knapp. In der Breite bin ich ja etwas flexibel. Ich mache das eben so breit, wie ich es hinkriege. Und das sind 35 cm Höhe, sehe ich hier gerade auf meiner Matte. Also ich schneide das dann hier durch. Schneide das hier alles gerade, dass ich zwei gleichmäßige Rechtecken habe. Die müssen natürlich nicht die gleiche Länge haben, das ist ja egal. Aber dass sie auf jeden Fall rechteckig sind. Dann werde ich sie miteinander verbinden. Und dann nähe ich oben und unten quer dieses Band an. Dann werde ich an die Enden auch von diesem Stoff eben reichlich erstmal annähen. Und dann nachher diesen Reißverschluss. Also das Problem war ja gerade, dass dieser Reißverschluss etwas zu lang ist. Ich werde den so annähen, dass er oben, ich habe ja nachher das Stück, wo ich es reinschiebe, habe ich ja dann oben, dass das dann auch oben endet. Das darf oben gerne bündig sein, weil dann hat es oben einen geraden Abschluss und das, was hier unten am Bett rumbaumelt, ist ja halbwegs egal. Ich werde jetzt als erstes diese zwei Netzstoffe ausschneiden und aneinander nähen. Also ich habe jetzt hier 2 mal 67, wenn ich da jetzt jeweils einen Zentimeter wegnähe, rechts und links, dann sind wir bei 65. Dann wäre also eine Gesamtlänge von 1,30. Dann nähe ich erstmal gerade lang, quasi links auf links, klappe das um zur anderen Seite, nähe dann knappkantig, also nicht knappkantig, sondern daneben, dann rechts auf rechts, sozusagen entlang, neben der Naht, auf dem Stoff neben der Naht.
sodass die Nahtzugaben beide innerhalb der Naht verschwinden. Und dann klappe ich die gesamte Naht nochmal zur Seite und nähe die nochmal fest. Dann sollte das auf jeden Fall fest genug sein hier. Dann klammere ich mir das erstmal zusammen, weil so wie ich es jetzt gerade geschnitten habe, noch besser kriege ich es nicht wieder aufeinander. Also ich habe hier einen ganz normalen Nähfuß drin, der hat eine Stichbreite, also eine Füßchenbreite. Der Fuß ist selber 2 cm breit, das heißt, wenn ich in der Mitte nähe, habe ich eine 1 cm breite Naht. Das nutze ich standardmäßig. Ich habe den Obertransport an, einfach nur weil ich ihn habe und ihn immer nutze, sobald der Sitz dagegen spricht. In diesem Fall habe ich hier sehr flutschige Lagen, bei denen ich sicher gehen möchte, dass sie auch wirklich gleichmäßig transportiert werden. Und deshalb nehme ich hierbei auf jeden Fall den Obertransport. Sollte mir das alles wegflutschen und doch fürchterlich schief gehen, habe ich ja glücklicherweise, wie ich gerade festgestellt habe, genug Breite vorhanden, um notfalls das nochmal abzuschneiden und nochmal neu zu nähen. Deshalb werde ich das jetzt nicht an einem Probestück erstmal testen. Ansonsten wäre es natürlich so einen Abschnitt zu nähen schon erstmal angeraten. Genau, ich nehme einen ganz normalen Geradstich. Den lasse ich einfach so, wie er ist. Ich muss da auch jetzt nichts verstärken, weil da ja noch mehrere Nähte parallel sowieso kommen. Da muss auch nichts elastisch sein. Das zieht sich ja dann nur in die Breite und nicht in die Höhe, idealerweise. Wenn sie dagegen rollt, drückt es natürlich in die Richtung. Aber ich denke, bei der Anzahl an Nähten, die da jetzt hinkommen, wird es schon reichen. Insgesamt kommen da jetzt 3 Nähte hin. Ich nähe also jetzt einmal runter, dann klappe ich das Ganze auf die andere Seite, nähe dann noch einmal parallel dazu in etwas mehr als 1 cm. Und dann klappe ich das Ganze zur Seite und nähe das nochmal knappkantig fest, sodass das dann flach auf dem Stoff ist und nicht wegschiebt. Dadurch kommen dann da 3 Nähte hin. Das Material ist ja auch recht dehnbar, sodass ich auch sollten da Transportunterschiede sein zwischen den beiden Lagen, kann ich das durch leichtes Ziehen ja auch wieder ausgleichen. So, dann habe ich jetzt hier diese Naht, diese offene Naht, wo beide Nahtzugaben hier so rumflappen. Deshalb klappe ich das jetzt auf die andere Seite um. So, wenn wir jetzt hier versuchen, die Naht richtig schön in die Ecke zu kriegen. Und klammern wir das dann so ein bisschen fest. Und werde dann hier daneben nähen, sodass die Nahtzugaben komplett da drin verschwinden. So ein Stückchen, ein kleines Stückchen daneben. Ich mache das hier hauptsächlich durch das Hin- und Herrollen, dass ich mir die Naht wirklich an die Kante hole und dabei fühle ich mit den Fingern. Ich muss hier gar nicht so sehr viel sehen, sondern ich fühle mit den Fingern, wann die Naht in der Kante liegt. So, jetzt bleibe ich hier einfach, ich habe die gleiche Naht eingestellt, alles wie bisher. Und jetzt bleibe ich hier einfach mit dem Nähfüßchen ein bisschen von der Kante weg. Und dann sollte ich automatisch die ganze Nahtzugabe da drin mitgefasst haben. So. Dann habe ich jetzt diese Naht. Von der anderen Seite sollte jetzt hier nichts mehr rausgucken von den Nahtzugaben, ja, weil die alle schön da drin eingefasst sind. Auf dieser Seite steht das jetzt so hoch. Und dass das nicht immer so absteht, werde ich das jetzt zu einer Seite rüberlegen und dann das festnähen. Das muss ich mir jetzt auch nicht stecken, das kann ich einfach beim Nähen zur Seite drücken. Ich weiß nicht, ob diese Naht nur einen Namen hat. Ja, vor allem das mit dem seitlichen noch festnehmen. Also eine Kappnaht ist es nicht. Und das nähe ich jetzt hier halbwegs knappkantig an dieser hochstehenden Kante fest. Ich schneide immer gleich alle Fädenenden ab, dass ich nicht nachher noch diese zusätzlichen Schritte habe. So sieht das jetzt aus.
Und das wird definitiv stabil genug sein. Also jetzt habe ich hier diese Naht genäht und damit habe ich jetzt eine Strecke, die definitiv lang genug ist. Ich werde da auch erstmal nichts abschneiden, sondern meinen Plan aufzeichnen. Also ich habe ja einen langen Streifen Stoff nachher. Da kommt hier ein Reißverschluss dran und hier ein Reißverschluss dran. Und dieser Reißverschluss soll dann hier und hier kommt dann die andere Hälfte Reißverschluss dran. Da und da. Das ist auf dieser rechten Seite bei 30 cm und hier bei 1,33 cm. Also das ist diese und dieses Maß. Das heißt, dazwischen habe ich 1,03 cm Platz. Hier ist jetzt die Naht, die wir gerade eben genäht haben. Die kommt hier in die Mitte. Dann mache ich hier 103 cm von dem Netzstoff. Ja, hier kommt der Netzstoff hin. Dann habe ich hier 30 cm von dem Bettlaken. Und hier, gut, dann habe ich hier 30 und da habe ich 27 cm. Dann brauche ich ja Nahtzugaben. Ich nähe dann also, wenn ich den Baumwollstoff, also hier ist Baumwolle und hier ist Baumwolle. Wenn ich den Baumwollstoff an den Netzstoff annähe, nähe ich gleich die Reißverschlusshälfte dazwischen. So von oben nach unten, sodass dann die Zähnchen und der Zipper nach außen zeigen. Also, dass ich das dann noch zippen kann nachher. So, dann brauche ich natürlich Nahtzugaben. Einmal 1 cm reicht, weil viel breiter kann ich sowieso ja nicht wegnähen, weil das Band schmaler ist. Die werde ich dann nachher so daran und dann die Baumwollkante noch dran und dann festnähen und dann klappt sich das ja alles nach außen. Jetzt muss ich dann gleich noch gucken, wie rum das genau gehört, nicht, dass ich da dann irgendwas verdrehe. Sowas passiert ja gerne mal. Also Nahtzugabe, das heißt, dieses Stoffstück muss 29 sein. Ja, 36 sind es geworden. 36. Also brauche ich hier ein Stoffstück 29 mal 36. Und hier drüben brauche ich ja auch wieder Nahtzugabe, also 32 mal 36 für dieses Stoffstück. Das für dieses Stoffstück. Und da ist dann dieses Band dran. Das nähe ich jetzt einfach gleich einmal fest und schneide es dann nachher mit dem Netzstoff zusammen ab. Dann kommen diese 3 Lagen aneinander. Die nähe ich einfach rechts auf rechts mit dem Reißverschluss dazwischen. Klappe sie auf und steppe sie dann, genau, habe ich von den Baumwolle, brauche ich jeweils zweimal. Mache ich dann rechts auf rechts, dazwischen den Netzstoff und dazwischen den Reißverschluss. Ich brauche hier auch Nahtzugabe nach oben und unten, also ich brauche 38 cm Höhe. 38. Dann nähe ich von dem Baumwollstoff oben und unten 1 cm auf die Nahthöhe, dann habe ich die 36 cm. Den ziehe ich dann hier drauf. Ich ziehe dann den Netzstoff da rein, nähe dann diese Naht mit dem Reißverschluss in der Mitte und dann klappe ich das schneide ich die Ecken ab, klappe das nach außen und muss dann den 1 cm von hinten noch nach innen einklappen, ein bisschen umbügeln, den Reißverschluss reinstecken und festnähen. Das kommt nach außen. Das ist dann leichter zu nähen nachher, wenn ich das dann einfach von außen festnähe. Dann nähe ich das also so rum da rein, weil ich das, wenn ich das umklappe, nach innen ins Bett so festmachen kann. Also kommt das so rum ran und das muss ich so rum. Zähnchen müssen nachher Richtung Baumwollstoff zeigen, nicht Richtung Netzstoff. Nachher so da rauskommen, sodass der, wenn der rumkommt, sich damit schließen kann. Dann muss ich einfach die Nahtzugabe dann Richtung
Richtung Netzstoff biegen und nicht Richtung Baumwollstoff. Das soll nachher so rauskommen, da muss jetzt aber dennoch so rum dann eingenäht werden. Und dann, wenn ich das auseinanderklappe mit den Nahtzugaben, dann so rum sich nach außen klappen. Nicht hier oben, sondern das muss dann von unten da rein. Okay, das ist ganz schön kompliziert. Gut, dann schneide ich mir jetzt erstmal meine Baumwollstücken zu. Meine 4 Baumwollstücken, zweimal diese Größe und zweimal diese Größe und nähe diese 2 Tunnel. Jetzt kommt erstmal das Band. So, ich lasse das Band ein bisschen überstehen, dass nicht der Netzstoff da so rausguckt nach oben. Und dann tue ich das nachher so ins Bett, dass das Band nach außen guckt. Das sieht dann schön aus. Mir muss auf jeden Fall mein Obertransport wieder zugutekommen. So, das gleiche hier unten. Und danach messe ich mir am besten nochmal die Höhe aus, auf welche ich jetzt hier gekommen bin durch den Überlapp. Ich möchte natürlich dann gleich, dass mein Baumwollstoff von Kante Band bis Kante Band geht und nicht nur von Netzstoff zu Netzstoff. So, dann geht es wieder an die Nähmaschine. Also ich habe jetzt hier erstmal alles gelassen, gleicher Nähfuß, Garnfarbe. Nähe jetzt hier aber etwas knappkantiger, dadurch setze ich mir dann die Nadel mehr an den Rand. Ich nähe auf der Rückseite, weil da sehe ich auch, wie weit mein Netzstoff rüberkommt. So, dann habe ich das immer knappkantig neben dem Band, mein Netzstoff. Wird das gleichmäßiger, als wenn ich nichts sehe von der anderen Seite. Und dann führe ich mein Füßchen am Band entlang, dann ist das auf jeden Fall gleichmäßig. Und gucke, dass ich die Nadel auf den Netzstoff kriege, dass ich da nicht runterrutsche. Wenn ich jetzt hier noch Differentialtransport hätte, wie an der Overlock, das fände ich richtig cool. Dann könnte ich jetzt hier den Obertransport schneller machen und dann hätte auf jeden Fall mein Netzstoff genug Spannung. Also auch so ein teures Gerät, ne? Und dann ist sowas nicht drin. So, andere Seite. Und dann nähe ich die noch an der anderen Kante schon noch fest. Aber erstmal mache ich die Nadeln weg. Dann die Nadel an die andere Seite. Ganz rüber. Und dann nähe ich das Ganze jetzt nochmal auf der Seite knappkantig fest. Die Streifen dran. Dann gucke ich nochmal nach der Höhe. Ja, das ist immer noch 36. Also brauche ich weiterhin 32 x 38 und 29 x 38. 30,5 auf beiden Seiten machen. 5 x 38. So, das ist jetzt mein neues Maß und das brauche ich jetzt 4 mal. Hier habe ich ja schon eine genähte Kante, da muss ich die ja nicht nochmal zunehmen. Die nehme ich dann hier für die obere Kante. 30,5 in der Breite, genau, das sind die 30,5. Und das sind die 38 in der Höhe. Ich messe dann 37 ab der Naht. Die habe ich ja schon, die wäre ja bei der 38, wäre das die Nahtlinie gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zentimeter ist mir auch ziemlich egal. Ich messe dann 37 ab der Naht und erstmal 30,5 in der Breite. Gut. So, Nummer 1. So, dann nähe ich jetzt hier und hier 1 cm von der Kante entfernt entlang.
stecke ich mir nochmal zusammen, weil das jetzt gerade schön aufeinander liegt. Das ist nicht verrutscht. So, die Nadel kommt wieder in die Mitte. Ich lasse jetzt hier den schwarzen Faden, einfach weil ich nachher sowieso dann alles mit dem Netzstoff zusammennähe und der ist auch schwarz, also da passiert dann nicht viel. Als erstes breite ich mir wieder meinen Netzstoff aus. Ich will die 103 cm ja so auf die Mitte verteilen. Die Mitte, die ist ja, 1 cm breit, also habe ich 102. Also habe ich 51 cm. 51 cm sind hier. Ich mache mir erstmal hier den Stoffstreifen drauf. Und das will ich jetzt so draufziehen, dass diese Nahtlinie 102 cm von dieser Kante entfernt ist. Quatsch, 51. So. Und auf der anderen Seite dann 52 von dieser Naht. Und dann bin ich bei 103. Eine Markiernadel auf diese Höhe. So. Und hier oben auch. Bei 52 cm. So, dann ziehe ich jetzt den Stoff so weit raus, dass die Kante an der Kante ist. So, dann kann ich den schon mal feststecken. Hier unten auch. Und dann muss ich jetzt hier noch, und zwar von unten, ich habe jetzt hier meinen Reißverschluss, den hatte ich vorhin so liegen. Den habe ich nicht irgendwie umgedreht, der ist noch so wie vorhin. Der muss jetzt von unten da rein. Von unten muss er zwischen diese zwei Lagen dazwischen. Und zwar so, dass er da oben dann bündig ankommt. Dass ich ihn nachher auch öffnen und schließen kann. Dann muss ich jetzt hier natürlich diese Markierungsnadel nochmal machen. So, dann den bis oben ran schieben. Den auch bis oben ran schieben. Kante an Kante. So, dann habe ich jetzt hier den Baumwollstoff. Dann meinen Reißverschluss und dann den Netzstoff. Alles bündig, dass es hier an dieser Markierungsnadel liegt. So. Das Ganze drehe ich mir jetzt hier ein bisschen um. Das hier so rein. Das will ich gleich noch schön verteilen alles. So, nehme ich mal diese Nadel noch mal raus. Schiebe den Reißverschluss hier rein. So. Gut. Ist hier alles lang genug. Der Reißverschluss dehnt sich ja definitiv nicht. Dass hier alles auch schön verteilt ist in der ganzen Höhe. So. Und hier will ich dann nicht noch mit dem Zipper rumfummeln, wobei den könnte man ja hier einfach raushängen lassen. So, also hier bin ich an meiner Markierungsnadel. Auf der anderen Seite auch. So. Dann schiebe ich mir das, ich streichle mir immer den Stoff gerne dahin, wo er hingehört. So, jetzt sehe ich, dass der Stoff hier oben schön an dem Reißverschluss dran ist. Hier unten lusche ich mal drunter. So, da kann die Stoffkante noch ein bisschen rauskommen. So, jetzt liegt der Reißverschluss hier schön bündig auf dem Baumwollstoff. Das wieder runterklappen, dann streichle ich mir den hier wieder ein bisschen. So. So müsste das eigentlich ganz gut hinkommen. Also ich nähe jetzt zuerst diese Naht und messe dann mal, wie weit die Naht, wie nah ich eigentlich an die Reißverschlusszähnchen ran kann. Ich kann ja nicht direkt dran nähen, sonst kriege ich den Reißverschluss nicht mehr auf und zu. Wenn ich da weniger als 1 cm nur Platz habe, dann muss ich auf der anderen Seite, also ich will ja von dieser Naht dann die andere Reißverschlussnaht
103 cm entfernt haben. Wenn die jetzt hier knapper wird als 1 cm und ich das auch auf der anderen Seite genauso mache und auch knapper nähe, habe ich hier ja zu viel Stoff in der Mitte für meine 103 cm. Das nähe ich jetzt erstmal das und messe dann mal, dass ich dann wirklich nachher ab dieser Naht 103 cm entfernt den zweiten Reißverschluss annähe. So, ich habe jetzt hier den Reißverschlussfuß angebracht, weil ich sonst zu weit von den Reißverschlusszähnchen entfernt nähen müsste. Und ich habe die Nadel, so weit es geht, rübergesetzt, weil die ist ja sowieso, ich meinte ja gerade, ich kann nicht ganz an den Zähnchen nähen, aber der Fuß hat ja sowieso noch einen Abstand. Von der Nadel zum Zähnchen hat er sowieso noch mal, ich sag mal, 1 Millimeter ist da noch Platz. Deshalb. Und den Obertransport nutze ich wieder mit meiner schwarzen Garnfarbe. So. Hier vorne ist ja dieses harte Plastikteil vom Anfang des Reißverschlusses. Das werde ich vorsichtig drüber nähen. Also die Markierungsnadeln können weg. Dann gucke ich mal. Oh, das ist fast sogar mehr als 1 cm. Krass. Und zwar 1,2. Hier unten 1,5, da bin ich wohl weggerutscht irgendwie. Reingerutscht. Okay, dann messe ich einfach gleich ab der Naht. Ich muss dann gucken, dass ich die andere Seite da drauf kriege. So, also der sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier auf dieser Seite muss ich das jetzt um 1 cm nach innen umklappen und bügeln. So, ich klappe das jetzt hier erstmal um 1 cm um. Das ist wieder so ein schönes Projekt, wo man während des Nähens noch nicht weiß, ob dann nachher kompletter Murks rauskommt oder ob das halbwegs passt. Im schlimmsten Fall kriege ich den Reißverschluss nicht drin. Ja, und dann ist doof, ne? Weil hier so ein bisschen Augenmaß und da so ein bisschen Augenmaß. Und da so ein bisschen die Naht ein bisschen breiter als 1 cm und da so ein bisschen weniger. Ja, macht sich immer gut nachher im Endergebnis. Und hier kann ich jetzt so ein bisschen die Matte nutzen, die da drunter liegt. Um mein Augenmaß mal zu korrigieren zwischendurch. So, und hier muss jetzt, also so, will ich den nachher zumachen. Kommt der ja so rum, also muss der so rum da jetzt rein. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht nachher aus Versehen vergesse, den Zipper. Wenn ich den da unten rausbaumeln lasse. So, sieht das jetzt halbwegs verteilt aus. So, ich habe jetzt immer noch meinen Reißverschlussfuß drin. Ich habe die Nadelposition auf die andere Seite gesetzt, also ganz nach rechts, weil ich ja jetzt hier an den Zähnchen wieder lang nehmen will. Und ich habe zur Feier des Tages mal einen rosa Faden eingelegt, dass die Naht nicht ganz so sichtbar ist, wenn die hier so ein bisschen schief kommt. Den Unterfaden habe ich schwarz gelassen, weil von der Rückseite, da mache ich ja sowieso nur den Reißverschluss zu und dann sollte man das hoffentlich nicht mehr so sehen. Das war es mir jetzt nicht wert, das zu wechseln. Jetzt mache ich das Füßchen hoch, super nach hinten und wieder runter. So, das ging ja halbwegs. Der Zipper lässt sich noch zippern. Muss ich noch von hinten gucken. Ist da auch alles? Ja, sehr schön. Ist alles drin. Gut. So, gucke ich mal, ob der sich auch schließen lässt. Nein. Gut. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt die rechte Seite vom Bett, ne? Weil der Reißverschluss kommt ja nach innen. Das ist die rechte Seite vom Bett.
Also diese Seite gefällt mir schon mal ganz gut. Die schließt ja dann so um den Bettpfosten rum, macht dann hier hinten zu. Dadurch, dass der sich so rumdreht zum Schließen, verliere ich ja auch nochmal einen Zentimeter. Ich glaube, ich gehe einfach mal kurz zum Bett, mache den fest. Ich markiere mir das mal alles und gucke mal, ob das noch so passen würde. Also der Plan wäre, jetzt ab hier, ab dieser Kante, weil ab hier habe ich die 51 cm gemessen, hier rüber. Und deshalb ab der gleichen Stelle, also rechts von dieser Wulst, will ich jetzt die 52 cm nach hier markieren. Das wäre hier. Ich glaube, unten brauche ich gar nicht, aber es schadet ja nichts, wo ich gerade hier stehe. Mache ich das mal. Das wäre hier. So, auf der Stelle wäre dann meine Naht für meinen Reißverschluss. So, hier etwa 1 cm. Kommt das so rum da dran. Und hier drin wäre dann jetzt auch der Reißverschluss, soll nachher wieder nach dort hinten schließen. Das muss ich natürlich nachher alles nochmal neu stecken, weil ich ja dann eigentlich diesen Stoff hier, den rosanen, da drüber ziehe dann wieder, ne? Aber ich will erstmal wissen, ob meine Maße allgemein stimmen. Erstmal, ob das überhaupt hinkommt. So, ich möchte ja gleich wissen, ob ich da das noch schließen kann. Ich gehe mal kurz runter und gucke mir das mal an. Also gut, dass ich gerade noch mal gucken war, denn 2 Dinge. Erstens habe ich hier locker 10 cm Platz. Also irgendwas hat sich da stark gedehnt, sodass ich das einfach 10 cm weiter drauf schieben kann. Und ich habe den Reißverschluss falsch rum eingenäht. Wenn ich den jetzt so schließen will, muss ich ja da innen zippern. Das ist natürlich äußerst unpraktisch, vor allem wenn es dann nachher auf Spannung ist. Ich glaube, mein Fehler ist, ich darf jetzt nicht, ich muss jetzt die Zipperseite hier anbringen. Dann haben wir das. Dann kommt dieses Gewurstel jetzt da drauf. Gut. Also das liegt jetzt schon mal auf richtiger Höhe. Jetzt muss ich den Reißverschluss da reinkriegen. Und zwar mit der Zipperseite. Der muss wieder von unten rein, dass er auf der gleichen Seite ist wie der hier drüben. Das muss ja eigentlich analog zu dem hier sein. Von unten und dann Zipper nach unten oder oben. Das Ende muss ja nach oben auf jeden Fall. Dann muss ja der Zipper nach oben. Ne? Zipper in diese Richtung. Sodass ich nachher, wenn ich das dann hier so rumstülpe, genau, der muss sich dann nach außen klappen, um zu schließen. Genau, also so rum kommt er jetzt dazwischen. Hier unten darf er wieder rausgucken. Das ist gar nicht verkehrt. Dann klappt sich das dann da erst ein, wenn ich es wende. So, den lege ich jetzt Kante an Kante auf den Baumwollstoff bis oben an den Anschlag. Mal luschern hier. So, bis oben an den Anschlag. Kante an Kante. Zuklappen. Den Netzstoff nicht verlieren. So, dann diese ganzen Lagen einmal zusammenstecken. Wo ist jetzt mein Zipper? Da, okay, den will ich nämlich nicht ganz oben am Anfang haben. So, ich würde eigentlich die Nadel lieber von links nach rechts stecken, aber ich bin nun mal Rechtshänder. So, dann muss ich nachher da irgendwie da reinfummeln, um den Zipper zu verschieben. So, unten, so, der ist jetzt bündig am Baumwollstoff. So, dann den Netzstoff bis hier runter und dann jetzt hier auch feststecken. So, das ist ganz gut, dass das jetzt hier offen ist, weil dadurch ja die Zähnchen hier Platz haben. So, und dann schiebe ich mir das hier drin wieder bündig, alle Lagen aufeinander. Gut, dass man hier so gut durchgucken kann durch den Netzstoff.
Zu irgendeinem Zeitpunkt muss ich mir dann relativ früh hier den Zipper dann aus dem Weg ziehen. So, dann können die 2 Markierungsnadeln schon wieder weg. Dann rolle ich mir das hier alles ein, dass ich es einfacher unter die Maschine kriege. Hier muss ich dann reingreifen, um den Zipper wegzuziehen. Und dann nähen wir. So, ich habe jetzt hier noch den rosanen Faden drin, das ist mir aber auch ziemlich schnuppe. Ich muss die Nadel wieder nach rechts setzen, weil ich jetzt hier die Zähnchen habe auf der Seite. Ich habe jetzt die Nadeln so rumgesteckt, deswegen nähe ich jetzt auch so rum, weil sonst muss ich so verkehrt rum die Nadeln rausziehen. Das ist auch immer doof. Ich nähe hier los und dann nachher rückwärts bis oben ran. Dann komme ich wieder besser bis an den Rand. Mache ich wieder so rum, dass ich am Ende dieses Endstück habe. Nehme ich jetzt nochmal knappkantig hier ab. Ich habe mir jetzt hier mit groß Ausformen der Ecken und sowas gar keine riesige Mühe gegeben. Ich habe ja nicht mal die Nahtzugaben zurückgeschnitten. Ja, könnte man sonst machen. Das war es mir jetzt hier, war mir jetzt egal. Diesmal habe ich auf dieser Seite diesen 1 cm erstmal reingebügelt, und zwar habe ich mir dann mein Bügellineal genommen und das hier immer so reingehalten und dann darüber gebügelt, um auch wirklich den Zentimeter zu haben. Ja, man kann es ja auch mal ordentlich machen, ne? So, dann kommt jetzt, oben ist der Zipper. Nein, da ist der Zipper, der Anfang vom Zipper ist da hinten, das ist dieses Teil. Das muss also jetzt nach oben. Hier habe ich mir eine Naht oben, da kommt das Teil dran, das klappe ich um. Und dann kann ich da schon mal meine erste Nadel stecken. Nein, Moment, erst muss noch das richtig schön neben die Zähnchen, nicht auf die Zähnchen. So, das sieht doch gut aus. So, und dann muss ich schon gleich hier unten noch gucken, dass ich das wieder so reinstecke. Dann kann ich mich jetzt hier so lang hangeln. Gut, dann nehmen wir das mal fertig. Letzte Naht. Also ich habe wieder einen Reißverschlusslos drin, immer noch den rosanen Faden oben, unten schwarz. Und möchte jetzt von oben, genau, das dreht sich nachher so rum, ne, so rum wird es zu, das heißt, ich möchte hier die rosane Naht haben. Also ist das oben. Ich fange wieder hier an und nähe das Stück dann nachher wieder rückwärts in die andere Richtung, um da dichter an die Ecke ranzukommen. Also, es ist mittlerweile ein paar Monate her, dass ich das Ganze genäht habe. Am Anfang war ich wirklich skeptisch. Ich habe es angebracht und ich habe sehr viel Kraft aufgewendet. Ich kriege den Reißverschluss nicht ganz zu bis unten. Es ist sehr, sehr, sehr straff. Mir fehlt hier vielleicht 1 Zentimeter. Ansonsten wollte ich es erstmal testen. Ich wollte da noch nicht gleich wieder eine Naht aufmachen. Ich wollte erstmal gucken, wie es läuft.
Es funktioniert wirklich hervorragend. Also wir machen es meistens morgens irgendwie runter zum Spielen, dann kann sie hier spielen. Und abends, wenn ich sie ins Bett gebracht habe, oder einer von uns sie ins Bett gebracht hat, dann manchmal liege ich dann abends im Bett und denke so, oh, habe ich das Ding hochgemacht? Dann gehe ich gucken, hab's vergessen und schwupps liegt sie hier vorne. Also kaum ist das Ding runter, rollt sie raus. Garantiert. Das heißt, wenn ich rausgehe, mache ich den einfach hoch und das funktioniert hervorragend. Sie ist noch nicht einmal mit dem Ding rausgefallen. Sie beschwert sich nicht, sie findet es super. Es ist muckelig. Es funktioniert richtig gut. Einmal, als Kinder zum Spielen hier waren, haben sie den Reißverschluss aufgemacht. Habe ich dann gesagt, bitte nicht nochmal. Sie hat dann eben gesehen, wie ich zu tun hatte, den wieder zuzukriegen. Und seitdem ist das auch nie wieder passiert. Also die haben den sonst immer in Ruhe gelassen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem ganzen Projekt. In der Mitte ist es schön weich, also das stört sie nicht. Ne? Das ist ja der Bretteffekt. Wenn man da so ein Brett hat, dann knallt man dagegen und dann tut man sich weh. Haben sie eigentlich da auch, ne? Aber irgendwie stört sie vorne mehr. Aber es kann sich eben nicht so weit dehnen, dass sie rausfallen kann. Also es ist eigentlich genau richtig. Hat genau so funktioniert, wie es sollte. Ich bin sehr zufrieden und vielleicht ist für euch ja was dabei. Vielleicht möchtet ihr das ja nachmachen. Das ist einfach eine alternative Idee, wie man das Kind daran hindert, aus dem Gitterbett zu fallen, wenn die vierte Seite offen ist. Ne? Viele Kinder mögen einfach nicht eingesperrt sein in diesen vier Gitterbettseiten und so. Funktioniert das vielleicht besser. Lasst mich gerne wissen, ob das was für euch ist, ob ihr das auch so macht oder anders macht. Und dann viel Freude beim Nachmachen.